friedliche Szene in der Graslandschaft, wo zwei Ranger an einem sonnigen Nachmittag patrouillieren. Plötzlich entdeckten sie einen weiblichen Leoparden, der regungslos im Gras lag, sein Körper voller tiefer Wunden. Bei näherem Hinsehen bemerkten sie Spuren eines heftigen Kampfes um den Kadaver. Anhand der Kratzspuren und Fußabdrücke in der Umgebung vermuteten sie, dass es von einem männlichen Leoparden auf der Suche nach Nahrung angegriffen worden war. Bei der Überprüfung der Vitalfunktionen stellten sie fest, dass das weibliche Leopardtier tot war, was sie schockierte und zutiefst betrübte. Als sie vorsichtig den Bauch der Leopardenmutter berührten, spürten sie eine ganz kleine Bewegung von innen. Sie erkannten sofort, dass das Leopardweibchen trächtig war und sich noch in einem sehr frühen Stadium der Trächtigkeit befand. Ein Ranger rief aus, dass der Fötus zusammen mit der Mutter sterben würde, wenn nicht sofort eingegriffen würde. Sie sahen sich einige Sekunden lang an und konnten es kaum glauben, dass es auch nur eine winzige Chance gab. Schließlich entschieden sie sich für einen Kaiserschnitt vor Ort, ein Wettlauf gegen die Zeit um das Leben. Zwei Ranger holten Spezialmesser aus ihren Rettungsrucksäcken und begannen die Operation mit akribischen Handgriffen. Trotz des kalten Präriewinds rann ihnen der Schweiß über die Gesichter, denn sie wussten, dass ihnen nur wenige entscheidende Minuten blieben. Nach einigen bangen Minuten sahen sie den winzigen Leopardenfötus zusammengerollt. Mit zitternder Stimme sagte eine Person, es sei zu klein, nur so groß wie die Hand eines Erwachsenen. Als sie es hochhoben, stellten sie mit Schrecken fest, dass es noch immer extrem schwach atmete. Sie wickelten das Jungtier in saubere Handtücher und rannten so schnell sie konnten zur nächsten Rangerstation. Das medizinische Personal der Station bereitete umgehend Inkubatoren und lebenserhaltende Geräte vor. Das Leopardenbaby wurde in den Inkubator gelegt, sein kleiner Körper zitterte bei jedem Herzschlag, es war fast leblos. Eine Krankenschwester sagte, sie habe in all ihren Berufsjahren noch nie einen so kleinen Leoparden gesehen. Die Menschen wechselten sich ab, um die ganze Nacht über Wache zu halten und einzugreifen, sobald die Atmung des Tieres schwächer wurde. Am nächsten Tag begannen sich die Vitalfunktionen des Jungtiers merklich zu verbessern. Der Arzt verkündete, dass der Organismus den Tod bereits überstanden habe, obwohl er noch schwach und sehr gebrechlich sei. Jeden Tag geben sie ihm mit einer kleinen Spritze ein paar Tropfen Milch, genug, um es am Leben zu erhalten. Dem Jungen ging es gut, seine Haut war rosiger und seine Atmung gleichmäßiger, was alle erleichterte. Einen Monat später war es so groß wie ein normaler neugeborener Leopard und benötigte keinen Inkubator mehr. Das Jungtier wurde in den Tierpflegeraum gebracht, wo es einen eigenen sauberen und warmen Käfig hatte. Es lernte mit den ersten unsicheren Schritten im Leben stehen und gehen. Die Ranger und Krankenschwestern behandelten es alle wie das kleinste Baby der Station. Sie hielten jeden Augenblick fest, indem es gähnte, rannte und nach dem Spielzeug griff, als wäre es Magie. 3 Monate später war es gesund, wach und bereit für den nächsten wichtigen Schritt. Der Leopard wurde in ein großes, naturnahes Gebiet mit kontrolliertem Zugang zu Buschland, Land und lebender Beute umgesiedelt. Die Ranger brachten dem Tier abwechselnd bei, wie ein echter Leopard zu laufen, zu beobachten, sich zu verstecken und anzugreifen. Anfangs war es etwas unbeholfen, aber mit der Zeit übernahmen die natürlichen Instinkte die Kontrolle. Ein Ranger sagte, es habe einen stärkeren Lebenswillen gehabt als jedes andere Tier, das er je gerettet habe. Jeden Tag ähnelt es mehr dem Aussehen eines Raubtiers, das für die Wildnis geschaffen ist. Wenn das Jungtier 6 Monate alt ist, beginnt die Rangerstation mit der Vorbereitung der Unterlagen für seine Auswilderung. Sie brachten einen Peilchip an und unterzogen es einem allgemeinen Gesundheitscheck, um sicherzustellen, dass es stark genug war, um selbstständig zu leben. Der Veröffentlichungstermin dürfte ein wichtiger Meilenstein für das Rettungsteam sein. Jeder ist stolz darauf, an den Weg von der Geburt inmitten des Todes bis zum Erwachsenwerden mit Stolz zu denken. Der Leopard, geboren aus einer Tragödie, ist heute ein lebendiges Symbol für Mitgefühl und wilde Vitalität.